Das Eulengebirge und das Projekt Riese. Ein sagenumwobener Ort voller Geheimnisse, die auch über 70 Jahre nach Kriegsende nicht gelüftet wurden. Hier wird der legendäre Goldzug vermutet, der Ende des Krieges bei Waldenburg mit 300 Tonnen Gold an Bord verschwand. Das Projekt Riese, angeblich das neue Führerhauptquartier als Ersatz für die Wolfschanze und neuer Sitz für das Oberkommando des Heeres, der Luftwaffe und Reichsführer SS. Angeblich gehörte das Projekt Riese zu den größten unterirdischen Bauvorhaben des Dritten Reiches. Laut Dokumentation und Reportagen namhafter Sender soll es eine riesige Anlage unter Tage sein. Riesige Hallen, weit verzweigte Tunnelsysteme. Doch ist es wirklich so? Wir werfen einen Blick auf ähnliche Bauvorhaben und vergleichen die Bauwerke auf ihre Größe, Zweck, Kosten und Bedeutung. Hier soll angeblich der Größenwahn und Gigantismus des Dritten Reiches deutlich werden. Angeblich sollten hier sogar Massenvernichtungswaffen gefertigt werden. Beweise für ihre Existenz gibt es keine. Werden wir von den Medien belogen? Wagen wir gemeinsam einen anderen Blick auf die Geschichte. Folgt mir auf eine Dokumentation in die geheime Unterwelt des Dritten Reiches und bildet euch euer Urteil selbst. Der Komplex Säuferhöhen befindet sich nahe der Ortschaft Wüste-Giersdorf, dem heutigen Glutschika. Dieser Komplex besteht aus 3 Stollen. Stollen 1 und 2 sind verbunden, Stollen 3 ist autark und hat laut Experten keine Verbindung zu Stollen 1 und 2. Das Stollensystem hat eine Länge von 1700 Metern, eine Gesamtfläche von 6200 Quadratmetern und ein Volumen von 2600 Kubikmetern. Die Hauptstollen sind ca. 170 Meter voneinander entfernt und durch Querstollen und Hallen miteinander verbunden. Die Stollen erstrecken sich auf 2 Ebenen und sind durch kleine Schächte miteinander verbunden. Stollen Nummer 1 verfügt über einen 50 Meter hohen Transportschacht, der an die Oberfläche führt. Die Eingänge verfügen über betonierte Verteidigungsanlagen für Maschinengewehre und Wachmannschaften. Diese Anlage soll laut Reportage von Spiegel TV gigantisch sein. Vergleichen wir das dort gezeigte Material mit der Anlage. Das Eulengebirge, ein Landstrich im ehemaligen Niederschlesien. In den Bergrücken nahe dem polnischen Städtchen Glutschika verbergen sich die wohl ungewöhnlichsten Hinterlassenschaften des Dritten Reiches. Ein polnischer und ein deutscher Hobbyhistoriker haben es sich zur Aufgabe gemacht, die merkwürdigen unterirdischen Anlagen zu erforschen. Irgendwo im Wald der sogenannten Säuferhöhen führt ein mysteriöser Schlund 48 Meter in die Tiefe. Ein Fahrstuhlschacht im Rohbau sei dies, so glauben die Experten. Die Stollenanlage kann ebenerdig betreten werden, da sie über 2 gut zugängliche Eingänge verfügt. Um es spektakulärer erscheinen zu lassen, hat man die beiden Hobbyforscher über den Transportschacht die Anlage betreten lassen. Zudem ist dieser Schacht auch keine 50 Meter tief. 25 bis 30 Meter aktuell, da er teilweise verschüttet ist, aber seht selbst. Hier ist ein Schacht nach oben. Das gucken wir uns an. Also man merkt, dass es kommt ordentlich Luft hier rein. Ja, das ist das Dicke. Das hat aber keine 50 Meter. Das hat keine 50 Meter. 20 bis 30, würde ich sagen. Und nicht nur die riesige mit Holz verkleidete Halle beweist, dass die Nazis hier Großes planten. Spiegel TV spricht von einer riesigen, mit Holz verkleideten Halle und sieht darin den Beweis, dass die Nationalsozialisten hier Großes planten. Ist diese Halle wirklich so riesig oder nutzt man hier die düstere Atmosphäre, die der Sprecher vermitteln soll, aus, um den außenstehenden Zuschauer ein verzerrtes Bild dieser Stollen zu vermitteln? Schauen wir uns ein anderes Bauprojekt an und vergleichen die Dimensionen der beiden Anlagen. Ein Stück Stahlbeton, Fels, wieder Stahlbeton. Wir könnten es vergleichen mit einer Kathedrale, also von der Höhe her, von der Akustik hier drin etc. Bei Ausmaße von dieser Anlage tatsächlich, also da ist ein riesengroßer Verbruch. So, wir sind jetzt an der obersten Stelle des Verbruches und das hier nach oben, das ist Kirchturm hoch. Wir sind jetzt ungefähr auf dem Level, wo die Kamera steht, wie die Decke, die Deckenhöhe. Und das hier ist mit einem Mal alles runtergekommen. So, und wenn wir mal nach da leuchten, guckt, sieht man die Größe? Ganz schwer. Die hier auf dem Bild- und Videomaterial gezeigte Anlage
hat gegen Ende des Krieges als Untergrundverlagerung gedient. Hier wurden Teile für Panzer und Fahrzeuge gefertigt, Kraftstoff raffiniert und gelagert. Und hierher sollte das Geheimwaffenprogramm unter Leitung von SS-Obergruppenführer Hans Kammler verlegt werden. Hier sollte auch die Interkontinentalrakete vom Typ Aggregat A8 gefertigt werden, die durch das Kriegsende aber nie verwirklicht wurde. Die Hallen besitzen eine Höhe von 10 bis 30 Metern und sind um ein Vielfaches länger als die des Projekt Riese. Zum Vergleich, die Stollenanlage Säuferhöhen besitzt eine Gesamtlänge von nur 1700 Metern. Plante das Dritte Reich in einer verhältnismäßig kleinen Anlage wie diese wirklich Großes? Bildet euch selbst ein Urteil. Insgesamt sind es ja 7 unterirdische Stollenanlagen. Davon war nur ein ganz kleiner Teil, vielleicht so ein Achtel, irgendwie betoniert. Der Rest sind alles Stollen, die zum Teil mit Holzstämmen und Balken abgestützt sind. Zum Verständnis, 7 Stollenanlagen zählt man zum Projekt Riese und nur ca. ein Achtel davon ist betoniert. Erst im Oktober 1943 wurde mit dem Auffahren der Stollen begonnen, obwohl das Gebiet bereits 1938 militärisch gesperrt wurde. Warum sollte man ein Gebiet so lange im Vorfeld sperren? Warum sollte man Wachmannschaften, die ab 1941 dringender an der Front benötigt wurden, abstellen, um ein Gebiet zu bewachen, was aus Bergen und Wald besteht? Stellen wir mal einen direkten Vergleich her. Der Ostwall, die Verteidigungsanlage im Oder-Wartebogen im heutigen Polen, wurde 1935 begonnen und 1938 gestoppt. In dieser kurzen Zeit hatte man bereits ein Hohlgangsystem erbaut, welches sich auf eine Länge von ca. 35 Kilometer erstreckte, sich in einer Tiefe von bis zu 40 Meter befand und komplett betoniert war. Es besaß unterirdische Kasernen mit Unterkünften, Krankenstationen und Küchen und verfügte über oberirdische Panzerwerke zur Verteidigung. Unter Berücksichtigung der geologischen Beschaffenheit, im Oder-Wartebogen sandig und im Eulengebirge felsig, und der Bauzeit hätte das Projekt Riese demnach um einiges fortgeschrittener sein müssen, wenn man bedenkt, dass das Projekt Riese der höchsten Geheimhaltungsstufe unterlag und die höchste Priorität besaß. Der Etat für den Ostwall betrug 600 Millionen Reichsmark und der für Projekt Riese nur 130 Millionen Reichsmark. War das Projekt Riese wirklich so wichtig, wie man es heute darstellt? Oder dienen die Stollen, die heute dem Projekt Riese zugeordnet werden, nur als Ablenkung für ein weitaus größeres Projekt? Als die Sowjets Ende April 1945 Niederschlesien eroberten, fanden sie die gigantische Baustelle verlassen vor. Sinn und Zweck der Anlagen blieben ihnen zunächst verborgen. Ausbetonierte Räume für Wachmannschaften und Schießscharten für gepanzerte Maschinengewehrstände zeugen von der Bedeutung der Anlage. Denn unter strengster Geheimhaltung wurde hier ab November 1943 ein neues Führerhauptquartier gebaut. Deckname Riese. Da sämtliche Baupläne und Aufzeichnungen über Projekt Riese bei Kriegsende vernichtet wurden und auch Firmen und Arbeitskräfte keine Information hatten, an was sie gebaut haben, woher weiß Spiegel TV, dass hier das neue Führerhauptquartier gebaut werden sollte? Quellen, die das belegen, nennt Spiegel TV nicht. Dass diese Anlage zum Führerhauptquartier zählte, ist mehr als unwahrscheinlich. Diese Behauptung hält sich bis heute und wird für touristische Zwecke bestens vermarktet. 3 Kilometer Stollen hatten die Zwangsarbeiter schon in den Wolfsberg gegraben, dem größten Komplex der im Eulengebirge geplanten Anlagen. Heute steht das verzweigte Tunnelsystem teilweise unter Wasser. Hier befindet sich Spiegel TV in einem anderen Stollensystem, dem Wolfsberg. Dies wird nur nebenläufig erwähnt. Es würde ja der Behauptung einer riesigen Stollenanlage entgegensprechen. Die Aufnahmen stammen aus dem Komplex Wolfsberg. Vergleicht bitte selber das Bildmaterial von Spiegel TV mit meinen Aufnahmen, die jetzt zu sehen sind. Über den Komplex Wolfsberg wird es ein separates Video geben. Schauen wir uns nun gemeinsam das Stollensystem an und vergleichen die Anlage mit der Reportage von Spiegel TV. Sollte hier tatsächlich das neue Führerhauptquartier entstehen? Erlaubt euch selbst ein Urteil. Oben Versorgungsleitung und unten tatsächlich Mensch und Material, was immer auch hätte hier damals wirklich passieren sollen. So, jetzt gehen wir in diesen Verteidigungsstand rein, den wir gerade von außen gesehen haben. Relativ eng gebaut, falls Druckwellen hier durchsausen, die werden natürlich hier gebrochen, dass die nicht direkt unkontrolliert ins Bauwerk vordringen, hat man das verwinkelt alles. Ja, das ist halt für Touristen, das sind keine originalen MP40, das sind keine originalen Stielhandgranaten, das ist kein originales MG34, das ist keine originale P08 und keine originale Mauser. Also das ist einfach zu Dekorationszwecken. In dem eigentlichen Gefechtsstand, sag ich mal.
Oh, da hat sich eine Arbeit gemacht. Guck mal hier. Das ist kein originales MG42, das ist ein Nachbau. Das ist auch ein Nachbau und auch die Patronen hat man hier verschraubt, dass die Patronen keiner klaut. Weil hier unten alles feucht ist, ist das halt so weggemockt. Aber von hier hätte man, hier kann man das gut sehen, das ist geschraubt, das ist eine Klappe für auf und zu. Also hier hätte Kampfstand sein sollen, von hier aus hätte man tatsächlich mit dem MG42 eindringende feindliche Kräfte an dem Eindringen tiefer in die Anlage halt stoppen sollen. Also hier ist schon die zweite Etage und das ist auch wie in einem anderen Raum, das ist für Technik. Also man hat da Luft, Wasser, Strom, was man sonst noch unten brauchte, hat man nach oben verfrachtet. Aber der Ausbau ist schon weit fortgeschritten, da hat man schon gut angefangen und hat das schon gut vorangetrieben, das Bauwerk. So, jetzt gehen wir höher. Die Treppe ist natürlich nachträglich reingebaut worden. Der Stollen ging dann hier tatsächlich höher auf eine zweite Sohle. Wie ihr sehen könnt, das ist alles nass hier. Also hier läuft das Wasser nur so runter. Und da oben ist ja schon die zweite Ebene. So, jetzt sind wir im zweiten Stollen oder auf der zweiten Ebene. Zweite Sohle, ungefähr das Niveau. Ob das jetzt hier so war, ob man das nachträglich durchbrochen hat, um hier oben hinzukommen, das entzieht sich meiner Kenntnis. Das kann mir hier auch keiner beantworten. Ja, hier geht auch noch ein Verbindungsstollen ab. Deckenhöhe ist relativ niedrig, stellenweise, dann mal wieder höher. Stehen noch ein paar Bohrmeißel, die hier drin waren. Es wird auch gerne behauptet, die Arbeiter hätten diese Stollen mit der Spitzhacke aus dem Felsen gehauen. Das entspricht auch in keinster Weise der Wahrheit, da überall Bohrlöcher zu finden sind und auch Zeugen von Bohrmeißeln, die noch in den Bohrlöchern steckten, berichten. Alle Zeugen, die schon hier waren, als die Deutschen abzogen, haben übereinstimmend erzählt, dass es ausgesehen hat, als ob die Arbeiter gerade eine Mittagspause machen. In den Wänden steckten noch die Bohrgestänge. Man muss teilweise mit dem Boot durch, obwohl das Wasser nicht tief ist. Was hat das, 30 cm, 40? Hier hat man ganz spektakulär das Nazi-Gold versteckt. Ja, also hier will man den Leuten ein X für ein UFO machen. Das muss natürlich spektakulär sein alles. Also es geht überall noch weiter. Im Bereich des Laufsteges vor uns wollte man mich nicht filmen lassen. Dort schaue ich mich zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal genauer um. Können wir hier durchgehen? Aber man lässt uns hier nicht weiter tatsächlich an dieser Stelle, deswegen müssen wir wieder rum. Obwohl man uns das anders suggeriert hat, dass wir uns hier alles angucken können. Das ist Polen, ne? Zusage kommt und dann auf einmal riesengroßes Problem. Kommen wir nun in den größten Bereich der Anlage, dort wo sich die Hallen befinden. Hier ist der Bauabschnitt schon wesentlich weiter, also hier ist auch schon Stahlbetondecke reingezogen. Hier soll der Ort sein, an dem das Dritte Reich Großes vorhatte. Aber mehr als etwas größere Bereiche und lediglich eine Halle, die zu einem Teil betoniert ist, findet man hier nicht vor. Auf der rechten Seite, dort wo meine Begleiter stehen, befindet sich der Transportschacht, auf den ich am Anfang des Videos bereits eingegangen bin. Dieser Stollen ist für die Öffentlichkeit gesperrt. Ich durfte dort hinein, um Videoaufnahmen anzufertigen. Allerdings befinden sich dort merkwürdige Kalkgebilde, die für dieses Gestein untypisch sind, auf dem Boden. Später erfuhr ich, dass die Auswaschungen vom Beton seien, die auf einen weiteren, noch unentdeckten Stollen hindeuten. Ich sollte mich daher auf der linken Seite des Stollens halten. Dort befanden sich aber sehr viele von diesen Gebilden und ich wich auf die Mitte aus. Ein schwerer Fehler. So, wir sind jetzt in dem Bereich, der nicht zugänglich ist, also öffentlich. Wie deutlich und in polnischer Sprache zu hören ist, gefiel das unserem Begleiter überhaupt nicht und meine Kontaktperson war in Sorge, dass der Drehtermin abgebrochen werden könnte. Also gab er dem Begleiter einen 100-Euro-Schein, den ich ihm zuvor für solche Probleme gegeben hatte. Plötzlich war es nicht mehr so schlimm und danach durfte ich in alle Bereiche, um dort Aufnahmen zu tätigen. Also wir haben eben gesagt gekriegt, hier drüber wird sich wahrscheinlich noch ein Stollen verbergen, der aus Stahlbeton ist. Das haben die wohl jetzt herausgefunden und die sind jetzt am Überlegen, ob sie da bohren. Aber die brauchen dafür spezielle Genehmigungen, die sie noch nicht haben. Also die warten da drauf. So, und hier endet tatsächlich diese Anlage. Ja, also bis hierhin hat man das vorgetrieben und hier ist da ein Ende. So, also wir haben uns gerade von den Offiziellen das nochmal erklären lassen, was das hier ist.
Die haben Proben davon genommen und das ist Dieselöl, das kommt von oben. Das heißt, hier drüber wird wahrscheinlich noch irgendwo ein Stollen sein, wo gefertigt wurde, wo Maschinen stehen oder irgendwas anderes, wo noch keiner von weiß. Wie gesagt, die Leute hier, die warten auf die Genehmigung, dass die bohren können und hier mal gucken in dem Berg, was überhaupt los ist. Also auch so lange nach Kriegsende weiß man nicht genau, was sich hier im Gebirge noch alles verbirgt. Dafür, dass Spiegel TV diese Anlage als riesig bezeichnet und als großes Projekt des Dritten Reiches, hat man hier in 2 Jahren Bauzeit nicht mehr als viele kleine Stollen mit einer Länge von 1700 Metern in den Fels getrieben. Es gibt einen größeren Bereich, der lediglich eine große Halle mit Stahlbeton aufweist und eine niedrigere Halle, die ebenfalls mit Beton ausgebaut ist. Von einem großen Projekt kann hier nun wirklich keine Rede sein. Auch dass diese kleine Anlage nicht als Führerhauptquartier dienen sollte, kann sich anhand der Videoaufnahmen jeder denken. So, ja, da ist wieder abgesperrt, Wasser, aber nicht tief. Alles abgesperrt. Also ich warte hier durch Wasser durch. Dieser Bereich ist für die Öffentlichkeit ebenfalls gesperrt. Nicht, weil man hier etwas verbergen will, nein, vielmehr, weil hier nur der nackte Stollen in den Fels getrieben wurde. Es wirkt wie ein altes Bergwerk. Auch hier lässt sich die angeblich einstige Bedeutung der Anlage nicht im geringsten erahnen. Ein besonderer Dank geht an Felix Friel, der mich bei den Recherche- und Produktionsarbeiten tatkräftig unterstützte. Link zu ihm findet ihr in der Beschreibung. Aber das ist halt alles unfertiger Stollen. Kommt aber auch keine Abzweigung mehr. Also die hat man einfach nur, ist man einfach nur geradeaus rein. Jetzt haben wir Abzweigungen. Holz. Ne, keine Abzweigung, sah so aus. Ja, und jetzt steht das hier wieder richtig unter Wasser und das ist richtig keimig hier auf dem Boden alles. Wir gehen jetzt hier weiter. Jetzt gibt es mal eine obere Ebene und die gucken wir uns mal an. Die Treppen ist alles nachträglich reingebaut, weil das hier wieder touristisch erschlossen. Also da könnt ihr im Rahmen von Führung tatsächlich durch. So, und hier kann man sich das wirklich mal gut angucken, wie groß dieses Bauwerk tatsächlich war. Das ist so ein Verbindungsgang, wo wir eben gestanden haben. Dieser Bereich ist der größte der gesamten Anlage. Aber hier hat de facto kein Ausbau der Stollen stattgefunden, obwohl die Anlage ja sehr bedeutend für das Dritte Reich gewesen sein soll. Aber seht selbst. Von unten quasi drauf geguckt. Aus der Seite hier liegt noch sämtlicher Müll und Schrott. Alles hier ist original, ne? Also das ist tatsächlich alles original, die Lampen hier nicht. Aber die Kabitlampen und so, das ist original. Auch das, was man hier gefunden hat, also versichert man uns, dass das tatsächlich alles original ist und dass man das hier in diesem Stollen gefunden hat. An dieser Stelle erstmal ein herzliches Willkommen an alle neuen Abonnenten. Wenn euch bis hierhin das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und einen Kommentar da. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen und wenn ihr dann noch das Glöckchen aktiviert, verpasst ihr auch nichts mehr. Hier befinden wir uns im Bereich der kleineren Halle. Diese ist bereits ausgebaut. Die untere Ebene ist als Hauptebene und die obere als kleinere Versorgungsebene für Wasser, Strom, Luft etc. geplant worden. Hier hat man ein Modell eines Kübelwahns aufgestellt. Angeblich original, aber bei genauer Betrachtung ist der Rahmen original und der Rest ist nachgebaut. Zudem hat man hier Schautafeln über Fahrzeuge der Wehrmacht und der Alliierten aufgestellt. Die kleinere Halle ist mit der größeren Halle verbunden. Die Holzabstützungen sind nachträglich errichtet und sollen eine dunkle und geheimnisvolle Verbindung der beiden Hallen erzeugen. Am Ende dieses Ganges befinde ich mich in der großen Halle und damit haben wir zusammen die gesamte Anlage erkundet. Das waren 1700 Meter Stollensystem. So geheimnisvoll, dunkel und gigantisch, wie Spiegel TV es darstellt, ist es wohl kaum, wie meine Aufnahmen eindeutig beweisen. Wir werden zum Projekt Riese gezielt getäuscht. Und so geht es weiter. Es geht auf die Erkundung merkwürdiger oberirdischer Bauten, ein sogenanntes Casino. Ein Areal mit Becken und Rohren, von dem sogar behauptet wird, dass es sich um einen Atomreaktor handelt. Ich schaue mich in den Müllgewerten um. Hier wurde angeblich die alternative Antriebsart
namens Repulsine erprobt. Sogar Reißflugscheiben sollen hier gelandet sein. Auch die Glocke mit Antigravitationsantrieb soll hier in diesem Stahlbetonkreis zum Schweben gebracht worden sein. Ich schaue mir auch dort merkwürdige unterirdische Anlagen an. Was hinter diesen Anlagen steckt, wir finden es heraus. Andere Stollenanlagen, die ebenfalls dem Führerhauptquartier zugeschrieben werden, nehme ich unter die Lupe. Welt.de hat darüber sogar eine Dokumentation gemacht. Wie nah sie an der Realität ist, vergleichen wir vor Ort. Von außen sieht es nicht nach viel aus, aber wenn du nach unten gehst, ist es riesig. Dunkle Tunnel führen in unheimliche Säle und zu gefluteten Höhlen. Ich schaue mir den Hauptsitz der Organisation Todd an. Die Organisation, die das geheime unterirdische Reich plante. Auch der Verein Lebensborn war hier aktiv. Diente dieses riesige Bauwerk wirklich als Zuchtanstalt für arische Menschen? Ein rassisches Zuchtprogramm drin gewesen sein. Das heißt, Angehörige der SS sollten hier halt Kinder zeugen um die arische Rasse. So Freunde, wir sind jetzt hier tatsächlich am Ende von Riese angekommen, also von diesem Bauwerk. Das ist tatsächlich das größte Bauwerk von allen und das ist auch am weitesten vom Fertigungsstand her. Es ist natürlich immer noch rudimentär, es ist nicht fertig geworden. Das Kriegsende hat das Ganze überschattet und hat quasi hier den Bau abgebrochen. Wir haben noch ein paar Anlagen, die wir uns angucken müssen. Was hier genau passiert ist, das sind oder widersprüchliche Aussagen. Man weiß es bis heute nicht genau, es ist immer noch ungeklärt. Habt ihr Fragen dazu? Ab in die Kommentare. Habt ihr Anregungen dazu? Natürlich auch in die Kommentare. Habt ihr weitere Einzelheiten für uns, irgendwas ihr recherchiert habt oder irgendwo was gehört habt? Dann gerne in die Kommentare oder E-Mail an mich. In dem Sinne, Klappspaten TV ist raus. Macht's gut. Ciao, ciao.